Ja, dann war das Thema, dass wir dann echt gucken mussten, mit Daumen raus irgendwie aus der Wüste rauszukommen. Und da war schon der Moment, dass so, Mist, ey, hier ist jetzt wirklich ein Problem. So, wir müssen unbedingt in die nächste Stadt irgendwie kommen. Wir werden es definitiv aus eigener Kraft nicht schaffen, über den Pass zu kommen. Wir haben jeder noch so eine Dose Sardinen und ungefähr 1 Liter Wasser. Das war dann schon so, dass in den Momenten keine Panik ausgebrochen ist, aber mir mehr und mehr klar wurde, das ist jetzt hier schon wirklich auch eine ernste Situation. Also da ist jetzt gerade Handlungsbedarf. Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und dann herzlich willkommen zur 144. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche mit mir Robert Klink und Sebastian Breuer und Bastian Brutzer. Ich grüße euch. Servus, grüß dich. Hi. Ja, seit längerer Zeit haben wir mal wieder hier einen Gast und zwar zum Thema Bikepacking heute. Bastian, vielleicht erstmal die Frage, wo erreichen wir dich denn gerade überhaupt? Ihr erreicht mich gerade tatsächlich zu Hause in dem kleinen verschlafenen Städtchen Olpe. Das ist im Sauerland. Okay. Ich glaube, wenn man viel auf dem Fahrrad unterwegs ist, könnte Winterberg einem was sagen, wo ja auch die Rundfahrt ist, die etwas größere. Genau. Ja, schönes Ziel im Sauerland. Da waren wir auch schon ein paar Mal. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, du bist relativ groß auf YouTube. Ich glaube, 140.000 Abonnenten, machst seit langer Zeit schon Fahrrad-Content. Heute bist du bei uns zu Gast hier. Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Und ja, zu Outdoor im Alltag, da zählen wir nicht nur Wandern und Trekking, wo es eigentlich zum Großteil bei uns drum geht, sondern auch immer mehr das Bikepacking ist ja auch so ein bisschen so ein Trend geworden. Und da wollen wir mit dir einfach mal drüber sprechen. Aber so was, Bastian, vielleicht kannst du dich noch mal ein bisschen vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Wie du sagst, genau, Bastian Brutzer. Ich bin jetzt seit guten 4 Jahren, würde ich sagen, auf YouTube auf dem Fahrrad unterwegs. Es hat sich tatsächlich sehr verändert. Eigentlich komme ich vom Skifahren. Aber Okay. dann war es tatsächlich so in der Zeit in Corona, war es so, wir wollten raus, wir wollten reisen, das ging alles nicht. Und die einzige Möglichkeit war dann tatsächlich, das Fahrrad zu schnappen. Und dann war irgendwie ziemlich schnell der Gedanke da, ja, Fahrradreise, Bikepacking, hört sich super an. Komm, wir beladen einfach mal die Räder und radeln los. Damals noch mit Marius Quast, meinem Kumpel zusammen, sind wir dann durch Deutschland gefahren, von Hamburg bis München. Und von Sekunde 1 an war ich on fire. Und danach bin ich nicht mehr vom Rad weggekommen. Irgendwie wurden dann die Touren auf einmal länger, immer verrückter. Und ich habe mich mehr und mehr reingefuchst. Und es hat immer mehr Spaß gemacht, mit dem Fahrrad dann echt durch Deutschland zu radeln, aber auch durch Länder wie Italien oder auch ganz verrückte Länder irgendwie wie Afrika, Island oder auch Nepal. Ja, sehr cool. Ich merke schon, ich muss aufpassen, dass ich mit Bastian und Sebastian hier heute nicht durcheinander komme, auf jeden Fall. Und ich denke auch bei deinen Touren, da gibt es auf jeden Fall eine große Überschneidung natürlich zu den Themen, die wir haben. Auch wenn wir jetzt, also Sebastian ist ja auch mit dem Bike jetzt unterwegs, aber viele dieser Dinge, also wo schläft man draußen, was für Ausrüstung braucht man zum Schlafen, das ist ja schon relativ gemeinsam, egal welche Outdoor-Hobbys man so macht. Und ja, unsere Zuhörer haben auch viel gefragt, mach doch mal eine Bikepacking-Folge, deswegen ja, bist du als Experte auch mal so ein bisschen hier auf jeden Fall heute. Ich hoffe, dass ich ein paar hilfreiche Sachen beisteuern kann. Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch am Anfang, ich wollte kurz einmal reingehen. Ich muss am Anfang schmunzeln, du sagtest mit dem Skifahren, also hast du dann im großen Skigebiet in Winterberg dann quasi angefangen mit Skifahren und bist dann aber aufs Bikepacking umgestiegen? Oder wie kam es dann zum Skifahren? Es ist tatsächlich so, dass hier gibt es den Skiverein, die Schneekanonen heißen die. Und Marius und ich haben uns über diesen Verein auch kennengelernt und wir sind, seitdem wir irgendwie 8 sind oder so, immer mit der Familie 2, 3 Wochen in Österreich gewesen zum Skifahren. Und ganz damals, vor 11 Jahren, kam halt echt so ein bisschen die Überlegung, okay, wie könnten wir vielleicht Skifahren und das Hobby ein bisschen zu was mehr machen. Und damals gab es noch gar nichts auf YouTube zu dem Thema. Und dann haben wir haben die Skilehrerausbildung gehabt, also die Grundstufe, den Instructor, mal sogar den DSV-Skilehrer und haben dann damals auch gedacht, ja, eigentlich haben wir Tipps und Tricks, die wir über YouTube den Leuten vielleicht erzählen könnten. Und das haben wir dann einfach mal ausprobiert. Und das hat ganz gut funktioniert. Bei mir war es nur so, dann zu Corona auch, es war ja alles zu, man konnte nicht Skifahren, es ging nichts mehr und wir waren auch immer Fahrradfahrer, damals tatsächlich aber eher Mountainbike im Park und so. Und dann muss ich aber auch gestehen, habe ich mich einmal richtig gelöffelt, also ganze Hüfte aufgerissen und alles und hatte dann sowieso immer beim Trailfahren, fuhr die Angst dann ein bisschen mit und dann kam quasi das Gravelbike plus Bikepacking für mich wie gerufen. Und das Skifahren selbst, genau, 2, 3 Wochen in Österreich und dann auch öfters in Winterberg.
wo der Schnee noch da war, war das hier echt möglich und war auch immer ganz witzig. Ja, ich habe auch so ein paar, letztens ein paar YouTube-Videos gesehen, wo dann Leute Bikepacking und Snowboarding oder Skifahren auch kombinieren. Die packen dann noch ihre Skier ans Fahrrad dran oder auch das Snowboard, das Splitboard. Habt ihr da auch Pläne oder hast du da schon mal was gemacht, dann mit dem Fahrrad zum Skifahren zu fahren? Die Überlegung war tatsächlich mal da, aber wurde wieder verworfen. Also ich mag gerne harte Touren, aber jetzt quasi wirklich auf der verschneiten Straße mit dem Fahrrad da rumzufahren, ich glaube, da fehlt mir dann doch auch irgendwie die Ausdauer und ich sehe da irgendwie nicht so richtig den Spaß. Da macht es doch irgendwie Spaß, zumindest mal bei einer freien Straße zu fahren. Wenn es drauf regnet, das ist ja alles wurscht, aber genau da, das catcht mich irgendwie nicht so richtig. Aber Cyclide beispielsweise, wo ich auch mal eine Tasche von habe, die haben extra so einen Rack, da kannst du dann perfekt deinen Skier reinhängen und könntest das machen. Das ist schon cool. Also bei dir war es eher so, dass du durchs Fahrradfahren, sage ich mal, dann zum Bikepacking gekommen bist, weil du gesagt hast, ich will einfach noch länger fahren, vielleicht extremere Touren machen und da gehört natürlich dann das draußen schlafen dazu. Ich glaube, bei Sebastian war es ja eher so, er ist gerne draußen, will gerne draußen schlafen und hat dann das Fahrrad so ein bisschen als Fortbewegungsmittel gesehen, aber du hast auch vorher schon, du hast gesagt, Mountainbike, glaube ich, Downhill und sowas, so Tagestouren, sage ich mal, mit dem Fahrrad gemacht. Genau, als Freundesgruppe hatten wir immer, dass wir mindestens so zweimal irgendwann im Sommer aus Olpe und dann war es aus Hünsbol, das ist ein ganz kleines Dorf neben Olpe, nach Winterberg geradelt sind, in Winterberg eine Nacht geschlafen haben, in der Jugendherberge und dann wieder zurückgeradelt sind. Und das hat schon immer Spaß gemacht. Dann haben wir uns irgendwann mal ein bisschen weiter weggetraut. Das war dann mal eine Tour ins Ahrtal, die wir gemacht haben. Das waren dann mal 3 Tage. Und dann kam mal irgendwann der allererste Alpencross, wo wir uns gewagt haben. Das waren dann auf einmal 6 Tage und dann geht's echt immer so irgendwie, wir wurden immer so 1, 2 Tage mehr, bis man dann auf einmal bei 10 und 13 Tagen gelandet ist. Und ja, es hat sich wirklich langsam aufgebaut, mit allen Sachen tatsächlich auch. Also den ersten Alpencross könnt ihr euch vorstellen, dass wir mit unseren Nike-Sneakern, die Skisocken, das waren Kompressionsstrümpfe, die hatten wir an, darüber die lange Schlabberhose und dann irgendwie alte Regensachen, die wir im Sale irgendwo in einem Shop gekauft haben. Und dann sind wir einfach losgeradelt und dabei es war halt wirklich voll das Abenteuer, weil die verrücktesten Sachen natürlich auch passiert sind. Die Route war nicht sauber geplant, die war irgendwo zusammengedengelt und dann standen wir zum Beispiel auf einmal mitten auf dem Wanderweg in so einem steilen Felshang mit unseren Mountainbikes, mit Nike-Sneakern, wo ich jetzt sagen würde, selbst wenn ich sehen würde, mein Gott, was treiben die Jungs da? Aber in dem Moment war es so, okay, wir müssen da jetzt irgendwie rüber, wir stehen hier mitten am Berg. Ja, wir fühlen uns sicher, die Schritte, wir konnten ja durchs Wandern und so weiter, wussten wir auch, wie wir uns dazu verhalten haben. Dann haben wir uns da irgendwie teilweise über die Jochs, sind wir mit den wildesten Sachen einfach drüber gegangen, ja. Ja, aber da erinnert man sich meistens so am besten dran, ne? Diese Erlebnisse, wenn man wirklich dann die auch schlechten oder negativen Erfahrungen auf einer Tour macht, weil man vielleicht nicht optimal vorbereitet war, das kenne ich auch von meinen ersten Touren, dass das eigentlich dann besonders im Kopf bleibt. Da sind die Learnings halt riesig gewesen. Genau, ja. Jetzt weiß man halt mehr, die ganze Ausrüstung ist wesentlich besser geworden. Man ist dann bei sowas auch besser gewappnet, weil man es einschätzen kann. Aber damals ist man dann so ein bisschen, ja, was haben wir jetzt für Optionen? Wir können alles zurückgehen, aber dann wissen wir nicht, wie wir da weiterkommen. Oder jetzt gerade einmal kurz Arschbacken zusammenkneifen und dann durchziehen. Und dann war immer eher der Modus zu sagen, ja komm, wir ziehen es durch. Wir können sehr gut abwägen, ob wir uns jetzt in eine Gefahr begeben, wo man wirklich sagt, das ist viel zu gefährlich. Aber da waren wir nie drin. Das war immer so, dass wir sagen, wir fühlen uns wirklich zu 100% sicher. Wir haben hier keine Höhenangst oder irgendwie was und dann durchziehen und machen, ja. Und war es damals schon so, dass ihr da auch draußen geschlafen habt oder hast du auch angefangen, dann erst Unterkünfte nur zu nehmen auf deinen Touren oder war das Outdoor-Übernachtungsthema schon immer ein großer Bestandteil, jetzt sage ich mal, was dir auch besonders Spaß gemacht hat an diesen Touren? Das kam tatsächlich später. Das kam zur Corona-Zeit erst. Also bei der ersten Tour München, Hamburg, da haben wir dann draußen geschlafen. Wir haben die Seite One Night Tent genutzt, aber darf man ja bei Leuten im Garten schlafen, die das zur Verfügung stellen. Und so war dann die erste Erfahrung eigentlich mit dem draußen schlafen. Das war auch ganz schön, weil man immer noch Kommunikation hatte mit fremden Leuten, was super viel Spaß macht, einfach da nochmal neue Perspektiven bekommt. Und wenn man im Garten schläft, auch wenn es bei Fremden ist, ist es ja trotzdem so ein geschützter Raum. Es ist was anderes, als wenn man wirklich einfach nur im Wald liegt. Und das war echt cool. Man hat trotzdem irgendwie die Outdoor Experience, aber man fühlt sich ein bisschen sicherer und schläft deswegen auch besser.
Ja, voll. Also Sebastian und ich haben jetzt vor kurzem auch eine längere Tour gemacht, 1000 Kilometer, 30 Tage durch Deutschland und haben da auch zum ersten Mal Gebrauch von One-Night-Tent gemacht. Vorher kannten wir es nur, aber selber nie verwendet und nach den ersten 2 Übernachtungen da haben wir da echt Gefallen dran gefunden und das auch dann häufiger jetzt gemacht, weil man, wie du schon sagst, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Dann gab es auch morgens mal noch einen Kaffee irgendwie oder so ein paar Annehmlichkeiten. Man konnte auch sogar mal duschen bei den Leuten im Garten. Also deutlich cooler als ein Campingplatz zum Beispiel und ein bisschen privater alles. Und natürlich auch super, dass das einfach kostenlos ist. Ne? Und die Menschen sind teilweise dann ja auch selber in diesen Outdoor-Hobbys oder wir haben auch einen Bikepacker kennengelernt, der das auch macht. Und die stellen dann wirklich gerne natürlich ihr Grundstück für sowas zur Verfügung. Ja, total. Also die Geschichten, die da schon entstanden sind echt super schön. Auch bei mir beim Deutschlandcross von West nach Ost beispielsweise habe ich bei einer alten Dame schlafen dürfen. Die war dann auch irgendwie so von diesem Fahrrad begeistert und von der ganzen Geschichte. Dann ist die echt morgens noch zum Metzger und zur Bäckerei gegangen, hat mir Brote geschmiert und alles. Dann komme ich da um 8 Uhr rein, der Frühstückstisch perfekt gedeckt, Kaffee warm, Brote geschmiert und sie, ja, hier, du siehst so dünn aus, iss mal jetzt hier richtig was und hat mir sogar dann noch Brote für unterwegs geschmiert. Also super, super schön. Ja, ganz herzlich. Es macht echt dann Riesenspaß. Ich weiß noch, Robert, das war eigentlich dann da meine erste Bikepacking-Tour, weil ich hatte nämlich eine Fußverletzung auf dem Weg, den Robert gerade beschrieben hat, auf dem Nord-Süd-Trail und da habe ich mir dann für 2 Tage ein Klapprad geliehen und bin dann die Etappen vor oder hinter Robert hergefahren, mit dem Rucksack einfach auf, alles dabei, um dann so meinen Fuß zu schonen. Hat dann nicht ganz geklappt, weil wir auch Strandpassagen hatten, da musste ich dann das Fahrrad tragen, das hat dann meinem Fuß nicht mehr so gut getan. Aber da habe ich so ein bisschen die Reize kennengelernt vom Bikepacking durch schöne Natur. Das war so der erste Tag, hat mir richtig gut gefallen. Auch wenn es ein Klapprad nur war. Hat geklappt. Ja. Hat geklappt. Ja, es ist halt in diesem ganzen Gear-Thema ist es, glaube ich, egal ob es jetzt das Fahrrad ist oder auch andere Sachen, nach oben ist der ganzen Sache nie ein Limit gesetzt. Aber die High-End-Sachen sind natürlich auch High-End teuer. Und wenn man sagt, man ist halt gerade am Einsteigermodus so und will einfach mal loslegen, dann braucht es halt im Kern eigentlich überhaupt nicht viel, sondern erstmal einfach den Willen auch zu sagen, ja, ich habe halt Bock loszuziehen. Dann kann man halt auch einfach sein altes Fahrrad nehmen und einen Rucksack und da erstmal irgendwie ein T-Shirt oder was reinpennen und nutzt dann zum Beispiel einfach irgendwie Jugendherbergen, aber kommt dann schon mal so in die ersten Erfahrungen rein. Ich glaube, wenn man immer wartet, bis man das perfekte Zeug zusammen hat, dann kommt man überhaupt nicht dazu, überhaupt mal einen Meter loszufahren. Das stimmt wohl. Ne, einfach, das sagen wir ja auch immer, erstmal nehmen, was man hat und dann später kann man immer noch optimieren, weil selbst wenn man dann das beste Fahrrad hat, die beste Ausrüstung, dann hat man nicht unbedingt mehr Spaß. Ne? Vielleicht kommt man dann mal 10-20% einfacher voran, aber irgendwie klappt es halt schon und zur Not macht man einfach kürzere Tagesetappen. Absolut, voll bei dir. Und jetzt nach all der Zeit, was würdest du da sagen, fasziniert dich gerade noch am meisten an diesem ganzen Bikepacking-Thema? Welcher konkrete Punkt wäre das so? Also ich finde das Reisen mit dem Rad halt wirklich einfach unglaublich schön, weil ich finde, die Geschwindigkeit ist der absolute Sweet Spot zwischen, man kommt wirklich große Distanzen voran, sieht aber noch richtig viel und kann die Momente auch wirklich mitnehmen. So mit dem Auto, mit dem Camper, finde ich, fliegt man dann oftmals durch über die Autobahn oder sonst wo und verpasst dann Momente. Und jetzt beim Reinwandern schafft man halt einfach nicht so viel Strecke. Das ist ja undenkbar, irgendwie 1000 Kilometer zu wandern in 13 Tagen oder in 15 Tagen. Da müsste man sich ganz schön ranhalten. Ja. Und das finde ich gerade so schön, dass man halt dann echt sich Sachen raussuchen kann, dass man mit dem Fahrrad gut vorankommt und auch ein bisschen tatsächlich, dass man sein Gear gut ans Fahrrad bauen kann, Schultern, Rücken frei haben kann. Und jetzt in meinem Fall, weil ich schon Probleme habe mit Hüfte und so ein bisschen körperlichen Verschleiß, es ist tatsächlich auch für die Gelenke recht angenehm. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Ja, du hast gerade schon von deinen Touren gesprochen. Du bist jetzt erst, glaube ich, die Woche von einer großen Tour zurückgekehrt von Köln nach Barcelona. Wie viele Kilometer waren es dann? Am Ende waren es jetzt fast 2500 mit ein bisschen über 27.000 Höhenmeter. Boah, und wie lange hast du dafür gebraucht? 13 Tage. Also wenn man jetzt das auf den Schnitt runterrechnet, sind das ein bisschen über 200 Kilometer mit, ich glaube, fast 2000 Höhenmeter pro Tag. Bei den Höhenmetern ist das schon echt eine sehr sportliche Leistung. Also es geht dir auch dann, sag ich mal, um den sportlichen Aspekt dabei. Du versuchst dann schon, deine Ziele auch in gewisser Zeit zu erreichen. Ja, jein. Also ich muss fairerweise sagen, bei der Tour und ich versuche das auch im Video zu thematisieren, es sollte eigentlich gar nicht so extrem werden. Und ich weiß nicht, was in mir war, was mich die ganze Zeit dazu
was mich so gereizt hat zu sagen, push und versuch das irgendwie noch schneller durchzuziehen. Eigentlich hatte ich im Kopf so, okay, 14 Tage, wenn es einen Tag länger dauert oder 2, ist es überhaupt kein Problem. Ich habe mir sogar extra die Zeit freigeräumt. Aber irgendwie bin ich dann echt in den Modus reingekommen, okay, du kannst irgendwie noch mehr aus deinem Körper rausholen und push und bin dann auch teilweise echt ein bisschen schnell durchgerauscht. Und dann ist es jetzt in ein sehr sportliches Event gerutscht, was es aber eigentlich im Kern gar nicht sein sollte. Ja. Also Thema draußen schlafen da beispielsweise aufgrund der langen Distanzen hat nur 2-mal geklappt. Das wollte ich eigentlich mehr machen. Und deswegen, also rein sportlich bin ich super zufrieden und finde verrückt, was ich jetzt in den letzten 5 Jahren an Kraft und alles zugewinnen konnte. Rein von den Experience her, glaube ich, wäre es auch gut gewesen, hier und da mal ein bisschen innezuhalten und manche Momente mal ein bisschen auf sich wirken zu lassen, als dann halt zu sagen, ey, ich muss ja gar nichts. So, ich muss jetzt aber genau, noch bis Punkt da durchziehen. Genau. Ja, das ist immer so eine Abwägung, sag ich Sebastian. Ich fand es richtig krass, ich habe mir dann so ein paar Stats von dem Video auch angeschaut und da hast du ja teilweise dann irgendwie 8 oder waren das fast 9.000 Kalorien verbraucht und da war dann so direkt die Frage, da ist wahrscheinlich auch Unterschied vom Tracking dann zum Bikepacking, wenn du solche Distanzen, solche Höhenmetern zurücklegst. Da musst du ja wahrscheinlich ganz anders Nahrung zunehmen als wir. Also wir haben ja auch, und wir machen so ein bisschen so ein Frühstück, so einen kleinen Proteinshake, dann zwischendurch mal ein paar Nüsse, Salzbrezel, dann abends ein leckeres Track and Eat kochen wir dann selber mit dem heißen Wasser. Aber ich glaube, wenn du halt konstant diese Watt da durchdrückst und dann irgendwie 8.000 Kalorien verbrennst, da musst du wahrscheinlich dann sehr viel Gels essen oder noch mehr zuckerhaltige Nahrung, um einfach diesen Power-Output zu leisten? Oder wie machst du das da, dass du das irgendwie wieder reinkriegst? Oder fährst du eigentlich immer im starken Kaloriendefizit? Oder was da so die... Ja, also bei mir ist es irgendwie ein bisschen verrückt. Ich fahre in einem massiven Kaloriendefizit. Es braucht meistens 2 Tage, dann hat sich der Körper eingestellt und weiß, okay, jetzt wird's heavy die nächsten Tage. Und dann ist es so, ich frühstücke, da versuche ich relativ viel zu essen, wobei das in Summe jetzt auch nicht viel ist. Also jetzt bei der Tour war es meistens irgendwie 2 Brötchen, ein Croissant, ein Kaffee und vielleicht noch ein bisschen Müsli. So, that's it. Und unterwegs, genau, Gels habe ich jetzt auf der Tour nicht mitgenommen, weil mir klar war, auf 13 Tage so viel Gels kannst du nicht mitnehmen. Dann kannst du auch von vornherein die Ernährung über den Tag ändern, als am Anfang es noch nehmen und dann sparst du auch Gewicht. Und tagsüber habe ich mich dann verpflegt mit Cola, genau, zuckerhaltigen weiteren Getränken. Cola ist halt immer gut, weil die Koffein auch noch reinknallen. Und dann Chipse, Bananen und Gummibärchen war eigentlich so das Tagesprogramm. Und abends dann allerdings, also ich würde sagen, über den Tag verteilt habe ich vielleicht 2.500 gegessen mit Frühstück, wenn überhaupt, glaube ich noch nicht mal. Okay, krass. Und abends gab es dann aber immer eine große Pizza, Margarita und Spaghetti Carbonara. Mit mindestens 1 Liter Wasser. Also vor allem habe ich bei der Tour tatsächlich auf meinen Flüssigkeitshaushalt geachtet, weil es halt brechend heiß war. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe mit einem Freund, mit dem ich hier auch für Triathlon trainiere, das erzählt und er sagt, das ist super strange, dass ich so ultra wenig gegessen habe. Er kann es gar nicht verstehen. Ja. Aber ich habe es mit dem Arzt abgeklärt, der sagte, bei dir ist alles in Butter, also keine Sorgen machen. Vielleicht sind doch noch dann irgendwelche Fettreserven, die dann sofort ganz schnell mit abgebaut werden oder so. Deswegen wollte ich fragen, hast du denn abgenommen dann am Ende so einer Tour, wenn du so stark im Defizit warst? Köln, Barcelona, Flüssigkeit ist natürlich auch erstmal alles rausgegangen, aber ich habe fast 5 Kilo verloren, 4 Kilo irgendwas. Okay, krass. Und ich bin jetzt tatsächlich auch aktuell bei einem Körperfettanteil von 7%, laut der Waage in einem Fitnessstudio. Wie genau die jetzt ist, das ist schon extrem wenig, ne? Und sportlich. Ja, super, super wenig. Also ich bin jetzt auch aktuell mit meiner Größe, ich bin 1,80, wiege ich jetzt gerade nur noch 61 Kilo. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das krank ist, weil ich glaube, also Tour de France-Fahrer beispielsweise, die wiegen jetzt auch nicht viel mehr, aber es ist schon sehr, sehr schlank. Ja, es ist sehr dünn. Ja, ich bin jetzt keine Kante. Ist denn dann die Ambition, auch irgendwann mal dann Rennen zu fahren oder wird dann eher die Ambition ein bisschen doch wieder ins Gemütlichere reinzugehen? Oder beides? Bisschen Genießertour, bisschen Rennen? Beides eigentlich, ja. Also ich liebäugel sehr damit, nächstes Jahr vielleicht mal Mallorca 312 mitzufahren. Das fände ich richtig cool. Ich glaube, das ist eine super Erfahrung, weil es auch eine längere Distanz dann ist. Aber auch so ein Radrennen wie rund um Köln finde ich schon sehr reizend. Ich hatte dieses Jahr noch überlegt, dieses Jahr war aber noch so ein bisschen so, mit dem Stürzen und so, dass die Angst aber nahezu weg und dann nächstes Jahr vielleicht mal 2 Rennen mitzumachen. Fände ich spannend und vielleicht auch mal ein Ultra. Das weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. Ich finde, an einem Ultra gibt es Aspekte, die mich reizen, aber einiges irgendwie auch nicht.
Ja, das ist ja immer so ein Kompromiss, ne? Also da haben wir, glaube ich, letzte Folge auch mal drüber geredet, was es dann so für Arten jetzt von Trekking und auch Bikepacking oder für Dimensionen halt gibt. Man kann es einerseits richtig gemütlich machen und den Fokus eher so auf, schöne Tagesetappen, lange Zeit am Lager auch abends dann oder in der Unterkunft machen, aber eben auch ja richtig extrem, wie das zum Beispiel Fritz Meinecke auch mittlerweile macht mit den ganzen Ultra-Races. Und ich glaube, da muss einfach jeder gucken, woran er am meisten Spaß macht. Wir machen es auch eigentlich immer so im Wechsel, mal wirklich so sportliche Touren, mal so ein paar Genießertouren. Und ich glaube, da ist eigentlich dann für jeden auch was dabei, egal wie er das machen möchte. Ja, absolut. Also jeder ist ja individuell und ich glaube, solange man da Spaß dran hat an der Sache, die man macht, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und es gibt ja keine genaue Definition von Bikepacking, deswegen kann man ja auch nicht sagen, du machst Bikepacking falsch. Wenn der eine sagt, er hat mehr Bock zu pacen, soll er machen, go for it. So, und wenn der andere sagt, er möchte lieber gemütlich fahren und dann noch die Kulinarik oder sonst was genießen, go for it. Also jeder, wie er Bock hat. Ich hatte auf deiner Website gesehen, du hast ja auch so eine Fahrradkarte, wo du quasi all deine Touren mal aufgezeichnet hast, wo man sehen kann, wo du schon überall warst. Da ist ja gerade in Europa auch schon sehr viel befahren. Ich glaube, du warst auch in Afrika mal unterwegs und wahrscheinlich noch viel anders. Was waren denn noch so andere große Touren oder Events, die du vielleicht gemacht hast? Also die Touren außerhalb, jetzt eigentlich konkret von Deutschland, war damals der Toskana Cross, war echt schön mit dem Fahrrad durch die Toskana bis Rom. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil da mega schöne Gravelstrecken sind. Dann Island fand ich in Summe auch cool, war aber ist halt einfach eine knallharte Insel da weit oben. Selbst im Sommer regnet es viel und ist viel kalt, aber auch eine schöne Erfahrung. Durch Sahara war so das erste, was auch irgendwie völlig verrückt war. Da war auch der Till Schenk mit bei. Wir sind ja mit den Fahrrädern quasi bis zu diesem Iron Train gefahren, mit den Fahrrädern in diesen Zug geklettert, dann in die Sahara raus im Zug und dann quasi wieder zurück bis Nouakchott an die Küste geradelt. Und da ist man halt wirklich völlig so off the grid. Da ist halt wirklich, okay, wie redet man mit den Leuten, wie kommt man da irgendwie durch? Und das war schon sehr, sehr, sehr crazy, weil auch da das Thema Essen und so 2-3 Mal richtig reingehauen hat, wo einfach Ende war, so wo wirklich war so, okay, wir stehen jetzt mitten in der Wüste, wir haben kein Essen mehr oder wir haben nahezu kein Essen mehr, wir haben nur nicht wenig zu trinken, schlafen ist keine Option, wie kommen wir jetzt hier raus? Da wird man dann nochmal vor andere Probleme gestellt. Dann fand ich aber auch sehr schön den Annapurna-Track, den bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Im Nachgang würde ich auf jeden Fall empfehlen, den wirklich zu wandern. Mit dem Fahrrad ist es aber auch cool. Da sind natürlich die Höhen brutal. Man ist dann ab einem gewissen Punkt sehr viel auf 4000 Meter plus unterwegs. Das ist immer die Frage, wie man das verträgt. Das ist auch wieder jeder Mensch individuell. Aber als ich dann wirklich auf dem Pass oben war, auf über 5000 Meter, ja, das ist schon gewaltig gewesen. Dann auch Gipfel zu sehen, die sogar 8000 Meter hoch sind. Boah, das hat schon auch richtig, richtig umgehauen. Und ansonsten, ja, ich finde es halt wirklich auch einfach schön, durch Deutschland zu radeln. Mir macht es sehr viel Spaß, egal ob es jetzt irgendwie von oben nach unten ist, von links nach rechts. Das Land ist super vielfältig auf sehr kleiner Fläche. Man kann halt viel sehen, viel erleben. Und die Strecken sind eigentlich, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, hat Deutschland viele große Radwege und die Radwege sind auch echt schön dann in dem Fall. Ich verstehe schon, dass die Radwege in Städten schlecht sind, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, so, aber es gibt halt viele Euro-Velo-Radwege und so, Langstrecken-Radwege und die sind echt tipptopp. Ich habe gesehen, du bist ja auch den Ruhrtal-Radweg vor kurzem mal gefahren und der führt quasi, also wir sind jetzt gerade hier in Essen, ne, und bist ja auch am Baldener See an der Ruhr vorbeigefahren, quasi direkt, wo wir jetzt hier gerade sitzen und der ist auch überraschend schön, glaube ich, oder wie hat dir der gefallen? Der ist super schön, also ich dachte ehrlich gesagt, gut, im Winterberg geht's ja oben los, das ist quasi bei mir um die Ecke und wenn ich dann einmal da oben auch zum Hochsauerlandkreis raus bin, dann wird's relativ schnell sehr urban und sehr viel Stadt und dann nur noch Rumpel-Ampeln, aber gar nicht. Eigentlich ist der bis zum Ende hin echt richtig gut gemacht. Ganz zum Ende wird es ein bisschen tricky, so die letzten 20 Kilometer. Nur in Summe ist er aber, glaube ich, 250 Kilometer lang. Und der meiste Teil geht wirklich absolut durch die Natur. Super gut gemacht, gut ausgeschildert, macht super viel Freude. Und ist angenehm zu radeln. Das würde ich sagen, gerade gut für Leute, die Lust haben, auch dann mal eine längere Strecke zu machen. Weil, wenn du jetzt im Winterberg anfährst, geht er ja eigentlich nur bergab. So. Ja, da fließt ja die Ruhr auch, oder die startet ja, glaube ich, in Winterberg. Da ist ja irgendwo die Quelle auch, ne? Und dann geht's nur bergab. Wie machst du das? Also ich sag mal, wenn du hier jetzt in Deutschland unterwegs bist oder auf so einem Weg, dann hast du natürlich eine Menge Infrastruktur, genug Schlafmöglichkeiten und vor allem ja immer eine Tankstelle, ein Kiosk, wo du eben dann deine Cola oder was auch immer nachkaufen kannst. Aber wenn du jetzt so, ich sag mal, Off-the-Grid-Touren machst, hast du dann auch wirklich mal Verpflegung dabei irgendwie für 4-5 Tage, wo du kein Resupply machen kannst? Weil es gibt natürlich auch Leute, die jetzt in Skandinavien unterwegs sind und wirklich alles aufs Fahrrad packen, weil sie eben wissen, ich finde da nichts. Ist es auch sowas, was du dann einplanst? Oder guckst du schon immer, dass du eigentlich nur Touren machst, wo täglich mal ein Verpflegungspunkt kommt?
Also auf der Sahara-Tour war es so, dass wir auch Sachen für 2 Tage hatten. Wir haben geguckt, wie lange wir ungefähr Abstände haben, aber das sind teilweise Wüstenabschnitte, die sind so groß, die schaffst du an einem Tag nicht. Und da ist meistens dann doch irgendwie nach so 100 Kilometern kommt noch mal eine Tanke. Das heißt, man kriegt zumindest wieder Flüssigkeit. Aber genau, da hatten wir dann Weißbrot, Dosen Sardinen und so weiter dann mit in den Taschen und haben uns dann damit verpflegt. War halt eine sehr räudige Verpflegung, also hat gar nichts mit Genuss zu tun, aber genau, gibt dem Körper, was er dann braucht, Ja, um klar. weiterzukommen. Ja, aber so ganz verrückte Touren. Ich habe so ein bisschen die Überlegung, Peru, Bolivien mal zu fahren. Und da wäre es dann schon so, dass ich gucken müsste, dass ich wirklich für 4, 5 Tage auch Verpflegung am Rad habe. Da versuche ich mich gerade mehr reinzufuchsen in das Thema, wie man das gut macht, wie man die Flaschen dann alles gut anbringt und so weiter und so weiter. Ja, und was ist dann so deine Sicht zu Rucksack beim Bikepacking? Weil da haben wir auch schon mal viel drüber gesprochen. Ich merke gerade selber, dass ich so mit das Packmaß eigentlich das Schwierigste gerade ist, weil ich habe zum Beispiel, weil ich zählt ja dann auch gerne und ich habe dann einen Quilt mit einem Klimashield Apex Füllung und das kann man nicht so gut zusammenpacken wie eine Downer. Also da ist dann schon sehr viel von dem Platz weg. Und wenn ich dann jetzt noch das ganze Essen mitnehme, dann wird's relativ knapp. Ich habe auch jetzt keine Taschen an der Gabel vorne, sondern eigentlich alles ein bisschen streamlined bisher am Fahrrad und würde dann überlegen, den Rest halt in so eine kleine Trailrunning-Weste zu packen. Ich habe ja gesehen, du hast ja auch so eine auf, die ist aber, glaube ich, relativ klein. Ich mal schätzen bei dir 5 oder 10 Liter. Warst du auch schon mal mit irgendwie einem größeren Rucksack unterwegs? Oder würdest du das sagen, das ist überhaupt gar keine Empfehlung, fahr bloß nicht Bikepacking mit einem schwereren Rucksack, dann tut dir der Nacken weh, der Arsch weh oder was ist da genau das Problem? Ja, eigentlich das, was du sagst. Also den Deutschlandcross zum Beispiel, da habe ich auch keine Gabeltaschen gehabt, weil ich auch mehr genau streamlined sein wollte, also mehr aerodynamisch. Und da war nur die Option, okay, du kriegst es nicht hinten in die Arschrakete und in die Rahmentaschen alles rein. Da bleibt nur die Option Rucksack. Hab's dann auch so gemacht. Ich komme auch ganz gut damit klar, aber im Endeffekt genau ist noch mal mehr Last auf den Schultern, im unteren Rücken. Je nachdem, wie aggressiv man ja eben auch auf dem Fahrrad sitzt, kann das dann schon zu echt Problemen führen. Ja, deswegen würde ich eigentlich sagen, probiert's lieber immer irgendwie in Taschen ans Fahrrad dran zu bekommen. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, dann muss der Rucksack halt her. Ja. So versuche ich es auch zu machen. Tatsächlich ist aber fast bei jeder Tour ein Rucksack bei mir dabei, ein kleiner. Ja. Und bei den Distanzen, die du jetzt mittlerweile fährst, du musst ja seit mehreren Jahren jetzt, hast du wahrscheinlich dann auch mal kleiner angefangen. Gibt's da auch irgendwie so Faustformeln? Also beim Tracking haben wir drüber nicht so ungefähr die Faustformel so plus minus 33 Kilometer, 2.000, 3.000 Höhenmeter, das ist sowas, was wir dann gut machen, sondern irgendwie plus 1.000 Höhenmeter würden wir immer so ein paar Kilometer von der Distanz runternehmen. Rechnest du das auch so ein bisschen ähnlich durch? Wenn Höhenmeter kommen, machst du ein bisschen die Distanz kürzer oder gibt's da irgendwelche Herangehensweisen? Ja, auf jeden Fall. Also Höhenmeter sind halt einfach nicht zu unterschätzen. Damals haben wir angefangen und haben immer gesagt 100 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Das ist so eine Benchmark, die finde ich ist sehr gut am Anfang. Und irgendwann tatsächlich bekommt man aber auch so ein bisschen ein Gespür dafür, dass wenn ich weiß, jetzt zum Beispiel auf der letzten Tour waren es dann teilweise wirklich 3.500 Kilometer, dann kann ich in dem Moment nur 150 oder 160 Kilometer fahren. Ja. Und genau dann ist andersrum, zum Beispiel am Anfang der Köln-Barcelona-Tour ging es ja den Rhein runter. Da sind dann irgendwie nur 300, 400 Höhenmeter. Dann weiß ich aber auch, ich kann 260 Kilometer fahren. Ja, aber dann sollte man auf jeden Fall gucken, wie man das anpasst. Ja. Und planst du dann schon alles quasi vorher, wenn du dich für eine Tour entschieden hast, dass du wirklich guckst, okay, ich habe jetzt Etappe 1, Etappe 2, hast die vielleicht dann in deinem Fahrradcomputer schon drin, hast die Unterkunft vorgebucht oder machst du das manchmal auch komplett spontan und einfach tagesabhängig, wie gut du dich fühlst und wie weit du kommst? Ja, eigentlich letzteres, spontan und tagesabhängig. Also ich habe noch nie Unterkünfte vorgebucht, weil also die Diskussion kam auch bei unserem allerersten Alpencross. Wir haben damals mit dem Vater von Marius geredet und die haben schon mal als Männergruppe so einen Alpencross gemacht. Und die haben vorgebucht, aber die hatten zum Beispiel zweimal das Problem, dass die einen Platten hatten. Dann kam noch ein Platte dazu, dann kam schlechtes Wetter dazu und dann war es auf einmal 10 Uhr und die Unterkunft war noch irgendwie 40 Kilometer oder 50 Kilometer weit weg. Schaffst du nicht mehr, musst du stornieren, kriegst kein Geld zurück. Und da musst du was Neues buchen. Und wir haben immer gesagt, okay, solange wir jetzt nicht in den Ferien fahren, weil das ist natürlich ein Ding, wenn du jetzt in den Sommerferien fährst und du bist vielleicht in einer sehr beliebten Region unterwegs, in den Alpen ist ja beispielsweise Dolomiten oder so, dann kann das echt schwer sein, da ein Hotelzimmer zu bekommen. Aber wenn du außerhalb der Hauptferienzeiten unterwegs bist,
kriegst du eigentlich über Apps immer irgendwo eine Unterkunft noch halbwegs in der Nähe auf deiner Strecke so zusammen und dann klappt das so eher. Und so Ja. gehe ich auch ran. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Köln-Barcelona war es so, dass ich die Idee hatte, schnell in der Schweiz zu sein, weil ich vor dem schlechten Wetter über die ersten Pässe kommen wollte. Aber danach war echt so, okay, ich guck mal im Endeffekt, wie sehr ich es ausreizen kann. Bin dann eben auf die großen Portale gegangen, ob es jetzt Airbnb, Booking ist oder so und habe dann geschaut, okay, was liegt auf dem Weg? Eben einbuchen. Fertig. Das Coole ist ja auch, dass du ein Zelt dabei hast. Ne? Also wenn mal die Unterkunft dann ausgebucht ist, dann könntest du im Notfall sagen, okay, dann schlafe ich jetzt einfach mal wild. Oder Irgendwo, auf einem genau, richtig. Campingplatz Also oder sowas. Zelt, Ne? Schlafsack, es war alles mit dabei. Hätte ich im Worst Case hätte ich das auch machen können, ja. Wenn jetzt gar nichts gegangen wäre. Und ich wollte noch mal fragen, wenn du denn die Touren planst, guckst du dann, dass du möglichst viel wirklich Fahrradweg hast und Gravelstrecke hast, je nachdem, was du dann für ein Fahrrad- und Reifenkombi hast. Ich denke mal, du versuchst dann Straßen weitestgehend zu meiden. Ich habe jetzt in deinem Köln-Barcelona-Video gesehen, wie krass in Italien. Ich dachte, in Deutschland sind die Autofahrer schon vielleicht manchmal ein bisschen eng dran, aber das waren ja Aufnahmen, Alter. Das ist ja unfassbar gewesen, wie nah die da dran vorbeigefahren sind. 5-mal Nahtoderfahrung, das geht ja gar nicht. Also wenn du dann planst, guckst du dann in Komoot oder wo auch immer du planst, dass du dann halt immer 90% Fahrradweg hast, oder wie kannst du das irgendwie Ja, eigentlich so, sicherstellen? wie du Ne? sagst, genau. Ja. Du siehst es ja dann, also ich stelle eigentlich Komoot immer auf Fahrrad ein, weil Ja. er dann einfach die Fahrradwege nutzt. Beim Mountainbike oder beim Graveln geht er manchmal auch ziemlich wilde Trails rein. Und beim Rennrad nimmt er halt wirklich straight die Straße. Und Ja. Fahrrad finde ich da ist erstmal als Basis eine ganz gute Option. Und dann gucke ich in den Karten, dass ich dann halt auf die grünen Striche so gut wie es geht draufgehe, gleichsam mit der Oberfläche ab, ob das jetzt fürs Fahrrad machbar ist oder überhaupt nicht. Und dann, genau, sollte das eigentlich immer passen, aber wie ihr da vielleicht auch gesehen habt bei der Köln-Barcelona-Tour in Italien, dann war es der Eurovelo 8 was, glaube ich, und das war dann ein Single-Trail, so. Selbst mit Ja. dem Gravelbike wäre man da nicht drüber gekommen und dann hat man halt in dem Moment halt das Problem und muss dann irgendwie durchschieben. Ja. Aber Straße meiden ist eigentlich schon immer das Ding, immer Abschnitte, also konstant klappt nicht. Aber es ist schon ab einem gewissen Punkt wirklich stressig. Und in meinem Fall jetzt in Italien, das war wirklich der absolute Horror. Also es war halt wirklich 3-mal, dann wäre ich ungefähr, also es war wirklich so knapp. Die Aufnahmen waren schon knapp, aber die 3 Experten da dann, ja, wenn ich ein Auto halt erfasst, dann war es das halt. Ja, ist vorbei. Ja. Ja, krass. Also die gesamte Tour planst du dann schon zu Hause, guckst dir die besten Wege an und hast dann quasi dein GPS-Trail die ganze Zeit sichtbar am Fahrrad und folgst den auch und sagst dann nicht spontan irgendwie, passt doch nicht, ich fahre jetzt nochmal komplett anders oder da ist irgendwie schöner und wechsel dann darauf. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Also ich gleiche das auch oft dann eben mit der gesamten Community ab, weil irgendwie Schwarmintelligenz ist da irgendwie das Beste. Ja. Und habe dann vorher zum Beispiel auch immer gezeigt, so, ey, das ist der Track, Leute, habt ihr vielleicht noch Tipps, irgendwelche Empfehlungen oder sonst was? Und in dem Fall jetzt zum Beispiel kam super viel von der Community zurück. Und am Anfang wollte ich eigentlich durch Marseille durch. Und dann sagten zum Beispiel ganz viele, macht das auf überhaupt keinen Fall. Das ist mit dem Fahrrad der absolute Horror. Hab dann Marseille eben wieder rausgenommen, hab das wieder abgeglichen. Dann kamen da nochmal 2, 3 Tipps und habe so dann im Endeffekt die Route dann zusammengebaut, dass ich wusste, okay, du hast jetzt gerade 50, 60 Nachrichten von Leuten, die sagen, fahr da lieber her, weil es das schön ist. Vertraue ich da noch drauf, baus rein. Und in dem Fall hat das auch alles gestimmt. Ja. Ja, das ist schon ein großer Vorteil, ne? Wenn man so viele Erfahrungsberichte dann aus der Community hat, das glaube ich. Und dass Marseille auf jeden Fall stressig ist, kann ich mir vorstellen. Das kennen alle, die schon mit dem Auto mal durchgefahren sind oder mit dem Camper. Da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das mit dem Fahrrad ist. Ja, die sagten halt 2 Aspekte. Marseille ist wohl relativ gefährlich. Also wenn das Fahrrad da mal eine Sekunde umbeobachtet, kann es halt auch schnell weg sein. Jo. Und genau dann der Stress mit den vollen Straßen. Und die Nachricht kam wirklich sehr, 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 sehr oft. Und dann, alles klar, plane ich um. Und dann habe ich quasi eigentlich nur die Strecke über Marseille gebucht. Und dann schrieben wir ein paar, ey, wenn du ein bisschen weiter nach oben gehst, hast du noch mal den Mont. Ich spreche es 100%ig falsch aus. Und Ventoux, so den von der Tour de France. Und dann habe ich den auch noch reingebaut. Bin froh, dass ich ihn jetzt mal gefahren bin, aber das war schon echt ein räudiger Berg. Vom Anstieg her, weißt du? Brutal steil. Unten ist der brutal steil und oben ist man dann wirklich wie auf dem Grill, da knallt die Sonne drauf. Also es ist halt so, man sieht das ja immer im Fernsehen bei der Tour de France. Und dann denkt man sich so, ja okay, von der Steigung, ja, die Geschwindigkeiten sind natürlich völlig abnormal, aber denkt sich so von der Steigung, ja, könnte ich schon auch hochziehen. Und dann ist man da an dem Berg und merkt einfach nur so, okay, was die da leisten, das ist so dermaßen weit weg, das ist einfach völlig brutal. Und da ist das Gleiche. Also ich bin genau halb so stark wie ein Profifahrer. Das passt ziemlich genau. Krass. Und
dachte dann so, ja, okay, halb so stark, du wirst schon gut hochkommen. Ja, dann bist du auf einmal eine 15% Steigung und stehst da und haust da in die Pedale rein und dann zeitgleich weißt du, okay, die Profis sitzen da und knallen da halt in der doppelt-dreifachen Geschwindigkeit hoch. Wild. Ja, ich finde es immer so verrückt, ne? Also wie groß doch der Unterschied dann noch zu den richtigen Profis ist, wenn ich dich so reden höre oder auch deine Leistung sehe oder auch von Fritz Meinecke, dann denke ich immer, okay, das ist ja schon so krass. Und dann sagt er immer noch, ja, ich bin noch so weit entfernt von einem Profifahrer oder nur halb so stark. Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist in jedem Sport so. Profis sind da einfach, es ist wirklich völlig, völlig brutal. Es ist auch so, wenn ich an jetzt zum Beispiel einen Triathlon denke, was jetzt so ein Christian Blumfeld dann im Triathlon macht, dass der einfach Challenge Rot in 7,5 Stunden da durchbringt. Wahnsinn. Ich wäre froh, wenn ich es in 11 Stunden schaffe. So, und dann, das ist alles wild. Auch die Werte, die jetzt gerade bei der Tour getreten werden. Ja. 7,5 Watt pro Kilo über eine halbe Stunde oder solche Späße, meine Güte. Also, alles unnormal. Weg. Alles auch zu weit weg. Nicht mehr erreichbar. Viel zu alt für. Kann ich machen, was ich will, komme ich überall nicht mal mehr ansatzweise dran. Ja, aber braucht man natürlich auch nicht für den Spaß, ne, wie wir schon festgestellt haben. Würdest du denn die Tour nochmal genauso fahren jetzt im Nachhinein? Würdest du die vielleicht auch empfehlen, wenn Leute sagen, hey, das klingt cool, würde ich jetzt gerne auch so machen, vielleicht dann in mehr Tagen, als du jetzt da gemacht hast? Oder würdest du sagen, nee, doch lieber da den anderen Abschnitt nehmen oder eine ganz andere Route vielleicht? Ich würde, also die Route ist eigentlich schön, ich würde nur Italien, das Stück Italien, wo es über die Straße ging, das würde ich unbedingt kicken, weil das sind 2 Tage und das sind 2 Tage der pure Stress und der pure Horror. Wenn man die Tage quasi oben am Alpenkamm mehr so bleibt und dann wieder in die französischen Alpen reingeht, dann ist es eigentlich eine echt schöne Strecke und gerade der Rheinradweg am Anfang ist super schön, Schweiz traumhaft schön, alle auch tiefenentspannt und die Franzosen waren auch super cool, alle super fair, weit überholt und die Pässe. Cool. Wenn man mal in das Thema Pässe rein möchte, kommt man in Frankreich einfach nicht vorbei. Das ist einfach was super Cooles, so ein Col d'Iseran mal hochzufahren und dann echt bei 2000, fast 800 Meter da oben anzukommen. Ganz, ganz tolle Erfahrung, ja. Dann Monte Carlo zum Beispiel, das könnte man sich auch überlegen, ob man das jetzt macht. Kann man machen, muss man, finde ich, nicht unbedingt. Da könnte man zum Beispiel schneller runter nach Nizza ziehen, dann aber auch die Küste von Nizza nach Cannes, super schön. Und dann der Eurovelo 8 in dem Fall auch echt schön. Und dann ist eigentlich nur das letzte Stückchen an der Costa Brava vor Barcelona. Das ist ein bisschen eintönig. Aber kann man jetzt auf jeden Fall auch machen. Ist jetzt nicht schlimm. Okay. Ja, wir verlinken auf jeden Fall mal deine Tour und dein Video zu der Tour unten in der Beschreibung. Könnt ihr alle gerne mal gucken, was du da abgerissen hast, Bastian, und vielleicht dann auch nachfahren. Und ich finde witzig, dass du sagst, ja, diese Straßenabschnitte oder jetzt gerade in Italien ist auch für dich am schlimmsten. Das merken wir auch immer wieder auf so langen Trekking-Touren. Da sind dann teilweise auch Landstraßenabschnitte, ne? Oder ich bin zum Beispiel durch Hamburg jetzt gelaufen. Das war von meinen 30 Tagen echt das Stressigste, weil auf einmal wieder Verkehr hast und Autos und 1000 Leute raus aus dieser schönen Natur bist. Und da kann ich mir vorstellen, dass beim Fahrrad echt noch mal viel extremer ist, wenn du da über solche Straßen dann fährst, wie in Italien zum Beispiel. Ja, es ist brutal. Du bist halt vorher in der Schweiz, alles ist tiefenentspannt, fährst über einen Pass, wo auf einmal der Steinbock noch direkt rechts neben der Straße ist, hörst die Murmeltiere und irgendwie einen Tag später knallen die Autos einen Zentimeter mit 100 km/h an dir vorbei und das einfach für 8 Stunden. Ja, das ist nicht schön. Ja, verrückt. Und wollte ich noch fragen, weil wir gerade auch über Navigation und Routen gesprochen haben. Ich navigiere noch mit dem Handy. Das wirst du wahrscheinlich sagen, ist nicht ganz so ideal, auch einfach wegen der Akkuleistung. Bei deinen ganz langen Touren. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Fahrradcomputer dafür dabei. Ne? Würdest du auch jedem empfehlen, für längere Touren Fahrradcomputer für Navigation zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten Touren haben wir auch alle über Handy gemacht, aber wegen Akkuleistung und dann auch einfach wegen dem Thema Robustheit würde ich auf einen Bike-Computer gehen. Und ich selbst nehme den Wahoo Element Roam V2. Das ist meiner, genau. Ja. Ich hatte ganz viel auch da wiederum die Community gefragt, was könnt ihr empfehlen? Wahoo, Hammerhead, Garmin. Und alle haben ihre Vorzüge. Kein Gerät ist in dem Sinn schlecht. Aber es ist bei mir der Wahoo geworden und der vor allem ausschlaggebende Grund war die Akkuleistung und die Tatsache, dass die Knöpfe du auch sehr gut mit Handschuh bedienen kannst. Ja. Weil es ging damals los, ich wollte zu Island unbedingt was haben, weil ich schon wusste, dass es sehr viel regnen wird und das aufs Handy ist nicht gut. Und da sagten, es könnte auch kalt sein und da hast du halt, weil kein Touch-Display ist und nur mit den Knöpfen kannst du es sehr gut mit dem Handschuh regeln. Und genau deswegen ist es bei mir das Gerät geworden. Ja, spannend. Und in Island hast du gezeltet dann oder Unterkünfte? Ja. Gezeltet? Ich habe bis auf 2 Nächte, glaube ich, gezeltet, ja. Aber zweimal bin ich so nass geworden, auch über die Nacht, dass die Sachen so durch waren, dass ich dann auch ein Airbnb genommen habe, um einmal da alles auszubreiten, um das wieder trocken zu kriegen.
Ja, Island ist ja schon so das Brutalste eigentlich, was man haben kann an Outdoor-Übernachtung. Wenn da das Wetter mal umschlägt, dann hat man echt Probleme. Was hast du denn da für ein Zelt dann gehabt? In dem Fall war das Decathlon, das Einmannzelt von Decathlon. Genau. Ich hatte damals ganz viele auch rumgeguckt und das wird sehr oft empfohlen. Gerade, glaube ich, für den Einsteigerbereich ist das echt ein schönes Zelt. Ist super robust auch gewesen. Ist nichts angekommen, ist auch nichts durchgekommen tatsächlich mit wirklich starken Regen über die ganze Nacht. Also Preis-Leistung, finde ich, ist da mega stark. Auf jeden Fall. Ist natürlich einfach nur vom Gewicht und vom Packmaß her recht groß. Und mit dem war ich da in dem Fall unterwegs, ja. Krass. Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Thema Ausrüstung. Also beim Bikepacking, bei euch ist ja so das Thema Packmaß. A und O. Bei uns eher das Thema Gewicht, ne, auch Packmaß, aber man hat dann einfach, wenn es nicht reicht, nimmt man nochmal einen Rucksack, der 10 Liter irgendwie größer ist. Und das Spannende ist ja auch, Sebastian, du verwendest ja auch viel Ausrüstung, die du jetzt vom Ultraleicht Wandern hast, dann wieder fürs Bikepacking. Und es gibt ja halt viele gemeinsame Artikel, die halt jeder braucht, egal wie er sich outdoormäßig bewegt. Also eine Unterkunft, Zelt, Isomatte, Schlafsack, vielleicht auch Kocher. Ich weiß nicht, ob du den regelmäßig dabei hast, wenn du auch mal wild schläfst. Aber was nutzt du denn da so mittlerweile an Ausrüstung, an den großen 3, sage ich mal? Also ich habe mich tatsächlich jetzt für die Köln-Barcelona-Tour sehr vom Fritz Meinecke inspirieren lassen, weil der, was seine Gier angeht, das ist einfach sehr durchdacht und sehr gut eben ausgewählt. Hab dann da mein Decathlon-Zelt geupgradet auf das Lofoten. Das ist natürlich vom Packmaß her und vom Gewicht wirklich brutal klein. Dann Schlafsack habe ich immer mit dabei. Das ist in dem Fall einer von Sea to Summit. Jetzt gerade in einer Komfortzone von 1 bis 6 Grad, irgendwie so. Das war tatsächlich jetzt, wo es draußen halt 35 Grad war, immer noch das ist zu warm. Aber das ist tatsächlich so heiß gewesen, dass in dem Zelt man einfach nur im Boxershort lag. Und da drin war das schon wie so eine Hitzekammer. Dann habe ich eine Isomatte. Das ist auch eine von Sea to Summit. Ich kenne das Modell jetzt gerade nicht ganz genau und den R-Wert. Ist aber auch eher auf tatsächlich Winter ausgelegt, deswegen ein bisschen größeres Packmaß. Und ich habe immer noch so ein ganz kleines Kopfkissen dabei. Ebenfalls wieder von Sea to Summit. Ist so groß wie eine Faust, weil ich finde es angenehmer, einfach mit Kopfkissen zu liegen, Schlaf ist schon wichtig. Mit dem Kopf so direkt am Boden. Das finde ich sehr anstrengend. Das ist so ein bisschen mein Schlaf-Equipment. Thema Kocher habe ich auf Island beispielsweise oder auf der Sahara hatte ich einen Kocher dabei. Ganz früher, weiß ich noch, auf unserer ersten Tour hatten wir einen Tranja-Kocher dabei mit flüssigem Spiritus. Das war natürlich so ein Brecher. Davon bin ich dann jetzt weggegangen. Und das ist ein kleiner Gaskocher, den ich habe. Der ist so ein bisschen größer als eine Tasse, also so Packmaß ungefähr. Ich komme gerade noch nicht auf den Namen der Marke, weil ich ihn jetzt schon länger nicht mehr verwendet habe. Aber ist eigentlich ein cooler Kocher, weil du in den Kocher kannst du alles reintun, die Gaskartusche und auch quasi das, was du auf die Gaskartusche drauf baust, damit der dann da über der Flamme steht. Den habe ich dann noch dabei, um dann, wenn ich unterwegs mehr Essen machen möchte, zu haben. Und dann gibt's immer so das Standardgedeck. Nudeln kann dann auch direkt da drin bleiben. Thunfisch, Tomatensoße, fertig. So hast du alles abgedeckt. Kohlenhydrate, Proteine, fertig. Ja. Und das waren auf jeden Fall die 2 Themen, ja. Ja, und jetzt kommen wir zum großen Thema Fahrrad. Was hast du denn da mittlerweile? Wahrscheinlich schon viel ausprobiert, ne? An allen möglichen Mountainbikes, Gravelbikes, Racingbikes. Was hast du da jetzt verwendet oder was sind da deine Favoriten? Im Wesentlichen habe ich 2 Fahrräder. Das ist einmal das Rose Backroad und einmal das Rose Shave FF. Das Shave FF ist ein Rennrad. Da bin ich jetzt beispielsweise Köln-Barcelona auch mitgefahren. Ist jetzt überhaupt nicht typisch fürs Bikepacking, muss man ganz klar sagen. Und das Fahrrad ist auch eben nicht fürs Bikepacking ausgelegt, sondern eben um Rennrad zu fahren. Ja. Und das Rose Backroad ist da wirklich der Gegenspieler. Ein schönes Gravelbike, macht super viel Spaß. Gerade jetzt das Upgrade von Rose finde ich sehr schön, weil man auch jetzt Sachen in den Rahmen und so weiter packen kann. Und genau, da fahre ich, die beiden Räder da haben gleichermaßen einen Carbonrahmen und das Rose Shave FF habe ich die Red Force drauf, 2 auf 12 und auf dem Backroad habe ich auch die SRAM Force mit einer 1 auf 12 drauf, ja. Also da bist du Team SRAM, ich habe immer SRAM gesagt. Ja, genau. Über Shima. Ja. Tatsächlich ist es einfach so, dass ich habe ja wirklich das große Glück mittlerweile, dass ich Fahrräder zur Verfügung gestellt bekomme und die dann nutzen darf über halt die Saison. Und irgendwann mal war bei Rose, bei Shimano einfach ein Engpass und dann sind die Fahrräder gekommen mit der SRAM-Schaltung.
Und seitdem ist es irgendwie bei SRAM. Aber ich habe da tatsächlich jetzt nicht, dass ich sage, Shimano ist besser oder SRAM ist besser. Ich glaube, das kann man auch so nur ganz, ganz schwer sagen. Und meine Begründung, warum man das so schwer sagen kann, liegt einfach da drin, dass man bei der Tour de France sieht, dass der zweitstärkste, der Vinegar, einfach SRAM fährt und der stärkste, der Tadej, fährt die Shimano. Also die größten und stärksten Fahrer nutzen jeweils die andere Schaltgruppe und beide holen gewaltige Siege. Vinegar gewinnt Giro. Tadej ist ein Ausnahmetalent, wo der mitfährt, das gewinnt er halt sowieso. Aber beide Schaltungssysteme scheinen da ja zu halten und gut zu funktionieren. Also einfach persönliches, individuelles Vorzüge, was man halt lieber mag, welche Ergonomie oder auch welche Schaltfunktion man da genau, richtig. mag. Ich glaube, wenn man sich jetzt ganz tief rein sneakt, dann hat man hier und da vielleicht auch noch ein bisschen schnellere Schaltung, die schneller reagiert. Dann ist ja das Laden immer noch ein bisschen ein Thema. Bei der SRAM kannst du ja den Akku quasi rausnehmen und dann in eine Ladeschale setzen. Bei der Di2 musst du halt quasi die Shimano ja den ganzen Fahrrad mit an die Steckdose packen. Das sind dann persönliche Vorzüge. Und da ich dann auch gehört, die einen sagen, das mit Shimano finden sie halt gut, weil die Akkus eben zum Beispiel nicht geklaut werden können. Und die anderen sagen, sie hatten jetzt schon mehrfach das Problem, dass sie die Fahrräder irgendwie vom Supermarkt hatten. Und sie rauskommen, waren die Akkus weg. Die kleinen Akkus klauen die. Das ist ja krass. Ja, und dann ist natürlich auch wieder ein Problem. Aber ja, ich glaube, beide Schaltungsgruppen sind nicht umsonst Platzhirsche. Ja, klar. Ja. Und so von den Taschen her habe ich ja gesehen, jetzt dein jetziges Setup ist ja komplett Cycle Light, sagt man das, glaube ich, ne? Hast du da vorher auch was anderes oder hast du immer schon Cycle Light? Und noch die zweite Frage wäre bei den Taschen, sind die aus einem bestimmten Stoff? Weil jetzt, wenn wir jetzt bei uns das Tracking anschauen, da geht es ganz viel um die Stoffe. Also die Zelte sind dann aus einem Dyneema Carbon Fiber Stoff oder auch ein neues Ultra. Guckst du da auch, dass da halt so auch die gewisse, auch gerade was man jetzt mit Wasserfestigkeit betrachtet, oder sind die Stoffe dann bei den Biketaschen eigentlich nicht so wichtig? Ich muss sagen, so tief setze ich mich mit den Taschen da nicht auseinander. Ich bin vorher Ortlieb gefahren und eigentlich haben wir da vor allem geguckt, dass die Wassersäulen und die ganzen Sachen halt passen, dass wenn man auch mal wirklich den ganzen Tag durch den Regen fährt, die Sachen eben trocken bleiben. Und da kann ich von Ortlieb wie von Cyclade einfach nur sehr positiv berichten. Also in beiden Marken und dann ebenfalls in den Taschen sind die Sachen trocken geblieben, egal wie lange man da im Regen war. Und das ist natürlich, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, auf jeden Fall. Und Klamotten, oder sorry, du wolltest noch was dazu sagen? Wo wir gerade beim Thema Regen waren, da wollte ich noch mal fragen, wie gehst du denn da um? Also ganz klassisch eine sehr leichte, dünne Regenjacke? Ich hatte gesehen, es gibt eine Jacke, die haben wir vor 10 Jahren geschenkt bekommen, damals noch von Gore-Tex. Die habe ich immer noch als Backup ganz gerne dabei. Das ist wirklich so ein kleines Packmaß. Die gibt's so gar nicht mehr, weil die nicht mehr produziert werden darf, weil da Teflon mit drin eingenäht ist. Das Ding ist aber, die ist absolut 100% dicht. Das ist der Wahnsinn. Die ist einfach 10 Jahre alt und die ist immer noch dicht. Und da kannst du echt 8 Stunden mit dem Regen stehen und da geht nichts durch. Gerade weil da halt Stoffe drin sind, die natürlich unter aller Kanone sind. Ja. Aber die habe ich natürlich als absolutes Backup immer noch mit dabei. Und dann eine Regenhose, genau. Wenn es dann richtig anfängt, ist es so, dann fahre ich so erstmal weiter und ab einem gewissen Moment, wenn ich halt merke, okay, so langsam kommt dann vor allem die Kälte irgendwie in den Körper rein, dann ist halt so, dass ich sage, okay, du musst jetzt relativ schnell irgendwie wo rein, wo es warm ist, weil sonst kühlst du komplett aus. Ja. Und dann hast du halt ganz andere Probleme, als dass deine Sachen oder irgendwas nass ist. Ja. Das ist spannend mit der Teflonjacke, weil ich weiß, Regenjacken ist echt so ein Thema für sich. Ich teste auch immer viele und letztens Fritz Meinecke hat auch irgendwie 20 Stück mal gekauft und alle verglichen und da tut sich ja auch sehr viel bei den ganzen Membranen. Gibt ja mittlerweile viel mehr noch als Gore-Tex und so. Also da die richtige zu finden ist immer gar nicht so einfach, ne? Gerade auch Thema Gewicht und Haltbarkeit und Atmungsaktivität und so weiter. Ja, 100%. Also zu Recht wurden ja dann einige Stoffe auch verboten, das kann ich ja voll verstehen. Damit ist aber, glaube ich, das echt schwer geworden für die Firmen, die Membran dann eben haben, da was zu finden, was wirklich auf richtig lange Zeit dicht hält. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung, dass neben der Jacke habe ich auch noch andere probiert, auch mit unterschiedlichen Membranen. Ich sag mal so, nach 4-5 Stunden im Dauerregen wird's dann schon echt knackig für die Sachen. Da ist meistens dann irgendwann dann doch das Limit erreicht und die Sachen gehen durch. Ja, gerade bei dem Fahrt, dann bei deinen Geschwindigkeiten muss ja so ein Druck auch auf den Gegenständen sein, dass ja dann eine richtig krasse Wassersäule. Und generell bei den Klamotten, ich habe da auch ein Reel von dir gesehen, da empfiehlst du auch einfach quasi das Zwiebelprinzip. Das empfehlen wir eigentlich auch, ne, dass wir so verschiedene Layer haben. Wir haben einen Base Layer, einen Mid Layer und dann noch Puffy Jacket drüber oder eine Regenjacke, also auch quasi sehr ähnlich zum Tracking. Oder gibt's da noch irgendwas, was man bei der Kleidung noch ganz besonders
beachten sollte fürs Bikepacking? Nee, eigentlich nicht genau das, was du sagst, was beim Trekking da gilt eigentlich auch beim Bikepacking. Cotton Kills, keine Baumwolle halt, und dann, genau, Ja. Zwiebelprinzip einfach aufbauen, dass man da, wenn es wärmer wird, Schichten ablegt oder wenn es kalt wird, Schichten draufbaut. Ja. Hast du denn schon mal auch mit Biwaksäcken experimentiert? Weil gerade wenn du jetzt mit dem Lofoten noch unterwegs bist, die Stangen sind ja relativ kurz und klein und gibt auch nicht so viele. Die lassen sich wahrscheinlich noch gut verstauen. Aber ein Biwaksack hat natürlich auch ein paar Vorzüge, dass er eben noch kompakter ist, dass er freistehend quasi auf dem Boden liegt, eine größere Wärmeleistung hat, aber eben den großen Nachteil, dass man sich da so ein bisschen wie in einem Sarg dann teilweise auch fühlt und sehr beengt ist. Aber könnte natürlich auch interessant sein, oder? Auf den ersten Touren bin ich tatsächlich mit Biwaksack gefahren. Also Okay. schon mit einem etwas größeren Modell, mit einem, wo du quasi auch Überkopf zumachen kannst und auch einen Moskitoschutz hast. Und das war auch cool. Wir hatten dann Biwaksack und ein Tarp oft dabei. Und aus der Kombination haben wir halt geguckt, wie wir das irgendwo aufbauen können. Vor allem, wenn klar war, dass eventuell Regen runterkommt. Aber ja, das ist einfach ein anderes Schlafgefühl. Und vor allem ist das Thema natürlich jetzt auch in dem Biwaksack immer gewesen, dass da drin unglaubliche Luftfeuchtigkeit war und der Schlafsack und alles schon wirklich gut nass war. Und man dann gucken musste, okay, wie kriege ich die Sachen denn jetzt wieder trocken? Ja. Das Kondenswasser war schon heftig. Ja, das ist immer das Hauptproblem. Also ich spiele gerade auch wieder so ein bisschen damit rum, teste ein paar neue Biwaksäcke, weil jetzt auch ein paar neue auf den Markt gekommen sind und versuche mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Werde jetzt auch nächste Woche mal damit auf eine 5-Tage-Tour einfach mal starten und gucken, kann ich mich daran gewöhnen. Aber ja, mal schauen. Zelt ist auf jeden Fall immer angenehmer, gerade wenn es dann auch mal regnet, ne? Genau, man hat irgendwie dann doch noch immer, also jetzt in dem Lofoten, das ist natürlich schon auch einfach klein. Ich bin halt von dem Packmaß völlig beeindruckt. Aber trotzdem hat man da so ein bisschen Platz noch nach oben am Kopf. Man könnte, wenn man sich sehr klein macht, da dann auch noch mal irgendwie versuchen, drin umzuziehen. Das klappt dann irgendwie beim Biwaksack so gar nicht. Und das Lofoten ist gerade, ich finde es halt wirklich, also es ist halt einfach sauteures Zelt, aber ich finde schon, dass man dafür richtig viel bekommt. Man muss es nur unbedingt, das war für mich zum Beispiel auch in der ersten Nacht ein Fehler, richtig aufbauen. Ich habe dann ganz unten am Ende vergessen, die Stange sauber einzusetzen und dann lag quasi das Außenzelt auf dem Innenzelt und dann hat man auch sofort wieder das Problem mit der Feuchtigkeit. Aber wenn es richtig aufgebaut ist, ist man damit echt gut unterwegs. Ja, der große Vorteil ist daher auch, dass du noch so ein kleines Vorzelt, nenn ich es mal, hast, ne, wo du im Zweifel auch mal kurz regengeschützt kochen kannst, vielleicht Schuhe ablegen kannst. Ne. Das ist natürlich das, was mir bei einem Biwaksack dann auch fehlen würde. Wenn es regnet, dann gibt's eben nichts Warmes zu essen in dem Sinne. Und wenn ich die Schuhe draußen lassen will, muss ich sie irgendwie in die Regenjacke oder im Poncho oder sowas einwickeln. Ne. Da hat man natürlich dann auch schon große Nachteile. Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall so. Wenn man dann halt sagt, man hat ein bisschen mehr Platz und dann wirklich sowas nimmt wie dieses Decathlon-Zelt. Ich habe damit den Moseradweg gemacht, 4 Tage hat's geregnet und dann hat man halt wirklich richtig Platz. Man kann sich easy im Schneidersitz da am Zelt umziehen. Man hat das Vorzelt, wo man seine Taschen dann schützen kann. Und wie du sagst, dann kann man da im Schneidersitz auf dem Vorzelt sich da ein bisschen was zusammenköcheln. Und das ist natürlich dann in dem Fall absoluter Luxus. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gerade noch eine Frage. Ja, achso, ich kannst fragen. noch gerne du machen, Robert. Ich wollte noch fragen, ob du noch Fragen zur Ausrüstung hast. Du bist natürlich da tiefer in dem Bike-Thema. Nicht direkt zur Ausrüstung, sondern zur Schaltung nochmal. Ist mir nämlich gerade eingefallen, du hast ja gesagt, bei beiden hast du eine 1x12 oder 2x12. Ich hatte das, glaube ich, vergessen. Beim Rennrad 2,12, beim Gravelbike 1,12. Aber ich bin ja gerade quasi frisch vom Bike-Shoppen zurück, habe jetzt gerade mein erstes kleines Gravelbike und da habe ich halt so viele Sachen gelesen, 1x12, 2x12, was braucht man denn da jetzt? Und ich habe jetzt halt eine 1x12 genommen. Gibt's da irgendwas, was du denn vielleicht deiner Community, deinen Fans irgendwie dann rätst, wenn sie gerade irgendwie ins Hobby starten? Reicht dann erstmal eine 1x12 oder sollte man für mehr Spaß, für mehr Versatility doch auf die 2x12 oder irgendwie 2x11 gehen? Gibt's da irgendwie so eine Faustformel oder irgendwelche Sachen, die Ich glaube, da streiten sich ein bisschen die Geister. Ich persönlich finde, dass man als Einsteiger sogar, also man muss ja sagen, die Profis fahren auch öfters mal 1x12, ne? Also gerade in den Bergetappen bei der Tour fahren die halt auch vorne einfach. Und ich finde, da ist 1x12 vor allem mittlerweile mit dem, was man hinten drauf hat, mit den verschiedenen Ketten, da kannst du eigentlich mit einer 1x12 dich so breit aufstellen, dass du gut die Berge hochkommst und vielleicht kannst du beim Abfahren nicht noch zusätzlich reintreten, aber im Endeffekt reicht es. Und gerade wenn man, finde ich, auch vielleicht gerade mit dem Thema Dropbar beginnt, ist das erstmal angenehmer, einfach sich auf nur eine Sache zu konzentrieren. Eine Seite wenn man zu schalten. Ja. Genau vorne dann auch noch gucken muss, ist da auch alles richtig, genau. Wo schalte ich jetzt hoch runter? Und es ist ja auch wieder ein Bauteil weniger, muss man halt auch sagen, ne, was eventuell dann auch Fehler machen könnte auf Natur. Ja.
Und apropos Fehler, ich habe ja gesehen, du hast auch auf der Tour, musstest irgendwas in deiner Kette machen. Was sollte man denn alles jetzt bei seiner ersten Bikepacking-Tour drauf haben, reparaturtechnisch? Also ich habe zum Beispiel mir jetzt 2 Schläuche gekauft, aber zum Beispiel keinen neuen Reifen. Also ich kann wahrscheinlich einen Schlauch wechseln, ob ich dann das mit dem ganzen Reifen hinkriege, weiß ich nicht. Sollte man das auch können und auch die Kette reparieren, dass man irgendwie so ein kleines Kettenstück hat? Was würdest du sagen, sollte man so ein bisschen können, wenn man jetzt in Europa, also nicht ganz Sahara, sondern sagen wir mal Europa unterwegs ist? Genau, also das ist natürlich immer, wenn was ist, in der Panne, man sollte ja fähig sein, dann in die nächste Stadt irgendwie zu kommen oder in den nächsten Bahnhof, wie auch immer. Und genau, also Schlauch wechseln ist auf jeden Fall ein Thema, das sollte man drauf haben. Und dann bei der Kette, genau, Kette jetzt im Notfall, dass man ein neues Kettenglied reinbringt, eigentlich auch. Ja. Das ist aber auch wirklich nicht schwer. Also ein Schlauch, ich meine, die meisten machen da einfach den Fehler, dass sie den Mantel nicht sauber ins Bett von der Felge reindrücken, ins Felgenbett. Und deswegen öfters dann eben der Mantel so weit noch über der Felge hängt, dass sie den nicht rübergezogen bekommen. Ja. Wenn man dabei einmal raus hat, dass man quasi gegenüber vom Ventil das macht und vom Ventil weg wirklich den Mantel tief ins Felgenbett drückt, dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Das muss man 1-2 Mal gemacht haben und auch einmal so für sich ein bisschen verinnerlicht haben, dann ist das gar kein Ding. Mantel jetzt in dem Fall zum Beispiel zu tauschen, wäre jetzt ja quasi, könnte man da in diesem Zuge auch machen. Ich würde aber keinem jetzt sagen, nimm Mantel mit, weil das ist dann wirklich schon Packmaß, so, den Platz würde ich nicht verschenken. Und bei der Kette ist es ja jetzt so, dass wenn du einen Kettennieter, den muss man natürlich dabei haben, nicht so wie ich dann zu Hause liegen lassen, da dann halt eine Niete rausdrückst und eine neue wieder reinziehst, das ist auch jetzt nicht so wirklich kompliziert und dann geht es halt auch irgendwie weiter, ja. Aber die 2 Sachen, dann bist du gut aufgestellt und alles weitere darüber wird's dann halt auch schnell tricky. Ah ja, und vielleicht noch als letztes, das ist auch eine Sache, die habe ich jetzt, die ist wichtig, vor allem wenn man halt viele Höhenmeter abreißt, so wie ich das hatte, ist halt die Bremsbeläge dann mal zu wechseln, wenn man merkt, oh, die Bremse fängt an zu quieken, wie auch immer, dass man da mal kurz checkt, wie viel Belag habe ich eigentlich noch drauf und im Notfall da neue Bremsbeläge reinstecken. Aber da reden wir halt auch im Endeffekt von, was musst du drauf haben? Du musst einen Reifen rausnehmen können und du musst eine kleine Schraube an der Bremse rausdrehen und dann war es das ja quasi einen Bremsbelag rausdrücken, neuen reinstecken, Schraube wieder rein, fertig. Ja. Und wenn was nicht am Fahrrad kaputt geht, sondern an dir, sage ich mal, also du dich verletzt, hast du da auch irgendwie so ein minimalistisches Notfallset, Erste-Hilfe-Set mit oder verlässt du dich schon drauf, dass du sagst, okay, im Notfall bin ich jetzt eigentlich sofort irgendwo in der Zivilisation, an einem Krankenhaus, bei einem Arzt oder nimmst du da zumindest so ein paar Basics mit? Ich habe ein paar Basics dabei, also ein paar Pflaster und auch ein Verband ist mit dabei. Aber was ich vor allem aktiviert habe, ist am iPhone, dass das kann ja erkennen, ob du bestürzt bist und dann quasi ein Notruf abgesetzt wird. Das ist cool. Weil ich mir so ein bisschen denke, gut, wenn du jetzt, also der Weg zwischen du fällst ein bisschen jetzt vor allem auf den Pass, du rutscht ein bisschen weg und hast ein bisschen eine Schürfwunde zu, du segelst vielleicht die Straße runter, ist halt relativ gering und wenn du die Straße runter segeln solltest, muss halt unbedingt sofort ein Notruf abgesetzt werden und deswegen, das habe ich da noch in dem Fall an und da hatte mir jemand auch mal gesagt, dass es da auch GPS-Tracker wohl gibt, die sowas auch sehr gut erkennen können und dann da eben schnell handeln, ja. Aber jetzt genau für jetzt, wenn ich wirklich mal wegrutschen sollte oder so, dann reicht ja auch ein Pflaster eigentlich. Dann kann man ja noch sich bewegen, was machen. Und alles, was drüber geht, was in den Bereich Knöchelbruch hier geht, wenn man da alleine ist, dann muss ja sowieso irgendwas passieren. Ja. Ja, das ist spannend. Das wusste ich gar nicht, dass das iPhone oder generell ein Smartphone das so automatisiert machen kann. Ich glaube, bei einem Wanderunfall, da passiert dann nichts, aber beim Fahrrad, da gehst du ja wirklich dann von 40 km/h auf vielleicht 0 irgendwie. Das kriegt das Handy dann wahrscheinlich schon mit. Ja. Ich glaube auch, das erkennt halt dann einfach, also wie es genau macht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er kennt ja, wie es liegt und dass dann durch die schnelle, ruckartige Bewegung da vielleicht das merkt, oh, das ist jetzt hier merkwürdig und genau dann kann das handeln in dem Moment, ja. Wenn du jetzt auf all deine Touren so blickst und die ganze Ausrüstung, die du schon getestet hast in all den Jahren, ist denn mal was richtig schief gelaufen, mal was richtig Schlimmes vielleicht auch passiert, wo du dich verletzt hast oder was war so dein schlechtester Moment, an den du dich vielleicht erinnern kannst? Also richtig schlimm ist noch nie was passiert, jetzt Sturz oder so, dass ich wirklich körperlich da mir was geholt habe. Der einzige Moment, der damals schon echt ein bisschen kritisch war, als ich mit Till aus dem Iron Train geklettert bin in der Sahara. Dann haben wir ein paar Kilometer noch gemacht in die Wüste rein und dann haben wir uns da echt vor die Wand gefahren, waren dann müde, haben gedacht, komm, Powernap, dann geht's weiter. Da sind wir komplett eingeschlafen, einfach 3 Stunden im Sand gepennt, wir haben uns so einen Stein gelehnt, aber wirklich komplett eingeschlafen.
Und ja, dann war das Thema, dass wir dann echt gucken mussten, mit Daumen raus irgendwie aus der Wüste rauszukommen. Und da war schon der Moment, dass so, Mist, ey, hier ist jetzt wirklich ein Problem. So, wir müssen unbedingt in die nächste Stadt irgendwie kommen. Wir werden es definitiv aus eigener Kraft nicht schaffen, über den Pass zu kommen. Wir haben jeder noch so eine Dose Sardinen und ungefähr 1 Liter Wasser. Ist als Notration jetzt irgendwie dafür da, um noch durch die Nacht zu kommen. Aber spätestens dann brauchen wir was, um in die Stadt zu kommen, um uns zu verpflegen. Und das war dann schon so, dass in den Momenten keine Panik ausgebrochen ist, aber man mir mehr und mehr klar wurde, das ist jetzt hier schon wirklich auch eine ernste Situation. Also da ist jetzt gerade Handlungsbedarf, ja. Aber in dem Fall Glück gehabt, irgendwie nach 1 Stunde an der Straße kam ein LKW, der hat die Fahrräder hinten reingeschmissen, hat uns mitgenommen und dann, genau, haben wir zum Glück in der Auberge, wo wir angekommen sind, dann mitten in der Nacht, hat der gute Herr echt noch den Herd angeschmissen und uns Cool. Reis und so weiter gekocht, ja. Das war wahrscheinlich ein genialer Moment dann, ne? Ja, total. Also mehr Abenteuer geht halt nicht. Und wenn es dann gut ausgeht, ist es ja auch eine schöne Geschichte. Ja. Meistens ist Wasser natürlich immer das, was sofort dann zu was Schlimmeren führen kann, wenn es eben knapp ist. Ne? Das haben wir beim Wandern auch manchmal leicht gehabt, dass wir uns auf eine Quelle verlassen haben, die ausgetrocknet war. Und dann stehst du da im Sommer, irgendwie weißt du, musst jetzt noch 20 Kilometer zurücklegen, bist schon so leicht dehydriert, hast dann vielleicht auch zu wenig irgendwie für die Nacht. Und ja, deswegen nehmen wir mittlerweile auch immer so ein bisschen mehr noch mit als Notfall, schleppen dann natürlich mehr mit, weil Wasser natürlich auch eine Menge wiegt, aber da geht's dann schon relativ schnell auch schief. Bei der Verpflegung, hast du ja selber gesagt, du fährst ja auch im Kaloriendefizit, da kann man schon mal noch ein bisschen irgendwie aushadern, aber bei Wasser ist natürlich direkt Feierabend. Keine Chance, ja. Deswegen, ich mache es auch wirklich so konsequent, egal wie voll die Flasche noch ist, wenn da irgendwo ein Brunnen ist oder so, einfach auffüllen und fertig. Oder wenn man die Flasche halb leer hat und da ist eine Tanke, 1/2 Liter Wasser, einfach die Flasche wieder voll machen, dann den letzten 100 Milliliter Wasser einfach trinken. Aber genau bei Flüssigkeit bin ich auch sehr, sehr akribisch. Und ich hatte auch einmal so eine Erfahrung beim Wandern. Ich habe die Watzmann-Überschreitung gemacht und hinten am Ende bei der Südspitze hatte ich auch kein Wasser mehr. Da muss man den Abstieg machen. Und da ist zum Glück auf dem Weg nach unten eine Quelle. Aber genau, wenn die da nicht gewesen wäre und auch nicht voll gewesen wäre, dann wäre das noch eine ziemlich üble Nummer geworden, bis ganz unten ins Wimbachtal rein. Ja, krass. Das ist eine ordentliche Tour, die Watzmann-Tour. Kurz noch eine Frage zum Wasser, aber wir haben ja dann meistens eine Kapazität von 3 Litern Wasser dabei beim Trekking. Was hast du denn immer so mit? Das wäre auch noch mal eine Frage gewesen, weil ich habe jetzt, glaube ich, an meinem Fahrrad kann ich, glaube ich, 2 Liter gerade mitnehmen, weil es nimmt auch viel Platz weg, wenn ich da die Flaschen anschraube. Wie viel Kapazität hast du denn maximal Wasser dabei? Auf den normalen Touren jetzt hier 1,5 bis 2 Liter auch am Rahmen, okay, also halt in den Wasserflaschen, ja. Und in der Sahara war es so, da hatten wir 3 Flaschen am Fahrrad. Das waren dann schon fast 2,5 Liter und wir hatten eine Trinkblase im Rucksack drin mit 3 Liter. Also da hatte schon jeder immer, wenn es voll war, 6 Liter Wasser am Start. Ja. Trägt man eigentlich auch manchmal, wenn du jetzt so eine, ich sag mal, Trailrunning-Weste oder so einen Mini-Rucksack trägst, gibt's ja auch oft Schultergurte, wo man vielleicht auch so Softflasks noch einsetzen könnte. Ist das vielleicht auch eine Idee, wenn man sagt, man will doch ein bisschen mehr Wasser haben oder ist das dann? Bei der Sahara-Tour, der hatte die Dinger noch mit dabei und genau, das echt hier ist ja beim Wandern dann wahrscheinlich auch so lieber haben als brauchen, was das Wasser angeht. Ja, ist immer so ein ärgerlicher Kompromiss. Ne? Wir versuchen ja wirklich hier beim Ultraleicht-Tracking unter 3-4 Kilo zu kommen, gesamtes Gewicht und dann kommt eben das Wasser, was nochmal genauso viel wiegt dann wie die ganze Ausrüstung. Und da darf man nicht diesen Fehler machen und sagen, ja, dann spare ich mir lieber doch noch den Liter ein und habe dann später Durst. Das ist immer so ein schwieriger Kompromiss, aber das sehe ich eigentlich genau wie du beim Wasser kein Risiko eingehen, ne? Und da lieber ein bisschen mehr haben. Absolut. Ja, das war gerade einer der schlimmsten. Ja, genau, jetzt die schönste Tour, wollte man natürlich genau, auch noch wissen. Das wollte ich auch noch fragen. Ja. Du hast so viel gemacht, aber was würdest du denn sagen, war dein absolutes Highlight? Ein Moment, wo du dich immer dran erinnerst, ein großer Erfolg oder die schönste Tour landschaftlich gesehen? Also die schönsten, das sind 2 Touren, die bin ich auch beide mit Marius gefahren. Das war unser erster Alpencross und unsere erste Bikepacking-Tour, unsere erste richtige. Also von Hamburg bis München damals, die erste richtige Bikepacking-Tour und dann halt unser erster Alpencross von München bis zum Gardasee. Das war einfach, man sieht alles das erste Mal, so, man macht alles das erste Mal und dann sind die Momente halt, weil man sie das erste Mal dann auch so richtig erlebt, natürlich einfach traumhaft schön. Und da geht's ja dann wirklich auch noch gar nicht um das Optimieren-Thema, sondern erstmal einfach rein um das Erleben-Thema, auch hier und da irgendwie Probleme zu lösen und so. Und deswegen sind das, würde ich schon sagen, die 2 Touren, wenn ich jetzt gerade so all over drüber blicke, die erstmal rein von den Emotionen her die geprägtesten, die mich am meisten geprägt haben, die Touren sind, ja. Und rein landschaftlich
würde ich sagen, ist da auf jeden Fall natürlich Island ganz weit vorne mit dabei und die Annapurna-Runde auch. Das ist landschaftlich halt Ja, das glaube ich. traumhaft. Ja. Das ist ja was ganz anderes auch mal, als das, was man hier so irgendwie in Deutschland und Mitteleuropa kennt, ne? Ja, absolut. Und bei uns im Podcast geht's ja primär so ein bisschen um dieses mehr Outdoor im Alltag. Wie kriegt man die Leute in die Natur, in die spannenden Hobbys? Und wir haben ja gerade schon gesagt, also nimm einfach das Fahrrad, was du hast zum Bikepacking, guck, was du hast und fahr los, ne? Starte einfach damit. Gibt's denn dann Touren, die du dann wirklich gezielt für Einsteiger empfehlen würdest, die man relativ einfach machen kann, die eine gute Infrastruktur haben, sichere Wege, schöne Wege, die zum Einstieg ganz gut geeignet sind? Also in Deutschland gibt es auf jeden Fall die ganzen Flussradwege. Die sind sehr gut von der gesamten Infrastruktur her. Da kann man nichts falsch machen. Da kann man mit jedem Fahrrad easy drüber rollen. Das ist gar kein Problem. Und da gibt's überall Campingplätze. Wenn man jetzt sagt, man möchte da langsam das Thema reinkommen mit dem draußen schlafen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für Einsteiger eine schöne Sache, auch hier in Deutschland. Gerade auch wiederum, weil, wenn mal was sein sollte, ist der nächste Bahnhof nicht weit. Und mit der Bimmelbahn, mit der Regio darf man ja doch irgendwie mit dem Fahrrad immer mitfahren. Das heißt, man kommt dann auch irgendwie relativ schnell wieder nach Hause. Und ansonsten, glaube ich, ist der größte Fehler, den man eventuell machen könnte, ist immer in die Ferne zu schielen. Also ich habe auch schon Bikepacking-Touren hier in Olpe gemacht, wo ich im Endeffekt eine Runde gemacht habe, hier durch die Wälder und dann am Biggesee geschlafen habe, der eigentlich mit dem Fahrrad 10 Minuten um die Ecke liegt. So. Ja. Aber es geht halt auch. Und dann genau, guckt man sich hier und da vielleicht Ecken aus, wo man weiß, da gehen jetzt nicht so viele durch und pennt halt einfach mal eine Nacht auf einer Wiese und guckt, wie man sich dabei fühlt. Und da wieder das Gleiche, cool, wenn man das dann so on the go merkt, boah, das ist mir überhaupt nichts hier, oder auch in der Nacht merkt, boah, das ist echt absolut nicht mein Ding. Ja, dann packt man halt sein Zeug zusammen, fährt mit dem Fahrrad 20 Minuten und ist dann wieder zu Hause und legt sich dann halt ins Bett. Ja, gerade auch das mit dem Flusssteigen, was du sagst. Ne? Das empfehlen wir auch immer für Einsteiger, für die erste Trekking-Tour, sowas wie Rheinsteig, Moselsteig. Ne? Du hast da die super Infrastruktur, kommst durch die ganzen schönen Dörfer, landschaftlich absoluter Hammer. Und das Beste sind halt die Bahnstationen. Ne? Wenn du dann ankommst, setzt du dich in die Bahn, fährst einfach wieder zurück. Oder wenn du mal abbrechen willst, hast immer was, um zurückzukommen. Also, das ist schon genial. Ja, absolut. Und da gibt's echt viel. Also, kannst ja anfangen beim Moselradweg, kannst du um den Bodensee fahren, Rheinradweg, Rutterradweg, Donauradweg und so weiter. Also es gibt ja so viel, dass man da erstmal machen kann. Und wenn man jetzt manche Strecken nimmt, wie zum Beispiel jetzt mal den Rheinradweg, wenn man den komplett fahren will, reden wir ja auch von über 1000 Kilometer, wenn man wirklich sagt, man fährt bis in die Schweiz, bis zu der Quelle. Also das ist dann schon auch eine lange Tour. Aber die ist halt einfach durchdacht. Und das Schwierigste finde ich eben selber, sich jetzt was zusammenzubauen, wenn es vor allem weiter weg ist, wo man eben die Infrastruktur überhaupt nicht kennt. Na klar. Was sind denn so deine nächsten Projekte oder Touren, die du jetzt vielleicht im Kopf hast? Ich meine, du kommst gerade von einer großen Tour wieder, aber bei uns ist es meistens so, wenn wir wiederkommen, dann haben wir eigentlich sofort Lust, wieder rauszugehen und noch die nächste Tour zu machen. Gibt es da konkrete große Projekte oder auch Events oder Races, auf die du dich jetzt noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr vorbereitest? Also eine Tour, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch machen möchte, ist der German Divide Trail. Der geht quasi einmal schräg durch Deutschland durch, von Rügen bis unten nach Basel fast. Und den werde ich mit dem Gravelbike fahren. Das sind 1200 Kilometer, aber mit 800 Kilometer Gravel. Und der ist auch wieder durchdacht, also wirklich mit schönem Gravel. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird dann auch wieder ein bisschen mehr so off the grid und auch wieder mit draußen schlafen sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann habe ich noch die Überlegung mit Marius in dem Fall eventuell zusammen die Tour, also ich will sie auf jeden Fall fahren, ob er mitkommt, ist die Frage, München bis Venedig zu fahren in 24 Stunden. Das 24 Stunden, krass. Ja, das sind fast 500 Kilometer mit 5000 Höhenmeter. Und das ist jetzt auch noch mal eine Long Distance, das weiß ich aber noch nicht. Da sind wir gerade noch am Basteln mit dem Tobi, mit dem ich diese ganze Triathlon-Sachen zusammen mache. Bin ich ja letztes Jahr von Köln bis London gefahren in 24 Stunden. Also wir haben es rein fahrtechnisch in 24 Stunden geschafft, mit Pausenzeit nicht. Das waren 600 Kilometer. Wir sind überlegen, jetzt Köln-Prag zu probieren in einem Schwung durch. Das sind aber wirklich 800 Kilometer mit 5500 Höhenmeter. Boah. Und da sind wir, das sind Grenzen und Distanzen, da sind wir sehr unschlüssig, ob das nicht dann vielleicht auch einfach too much ist so. Ja. Man wird es schon teilweise, glaube ich, irgendwie hinkriegen, aber dann ist man so übermüdet und so neben der Spur. Da muss dann sich halt schon fragen, ab wann wird es dann vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich oder so, wenn man dann vielleicht wegen Müdigkeit sich da vielleicht auch verletzt und so. Deswegen, da sind wir noch so ein bisschen am Hadern. Merken aber auch so, dadurch, dass es natürlich eine Challenge ist und wir so im Hadern drin sind, ist es vielleicht auch gerade das, wo dann die Würze drin liegt.
Ja klar, man will natürlich Grenzen austesten, ne? Und so wie ich dich verstehe, hast du deine Leistungsgrenze bis jetzt noch nicht gefunden, oder musstest du schon mal dann wirklich aus diesen Gründen sagen, nee, hier ist sofort Schluss und ich breche jetzt ab? Nee, das hatte ich so in dem Fall noch nicht, dass wirklich gesagt ist, der Puls ist jetzt hier weit durch die Decke geschossen und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter trete, dann falle ich wirklich vom Fahrrad. Nee, die Grenze habe ich noch nicht erreicht. Es ist auch eigentlich so, bei diesen Long-Distance-Fahrten versuche ich im tieferen, also so viel in Zone 2, also ruhigerer Puls zu bleiben, und dann quasi darin mich fortzubewegen. Und ich glaube, da wirklich an dem Moment zu kommen, dass man keinen Tritt mehr schafft, ist schon relativ tricky. Aber klar, wenn man dann eben Zone 3 oder Zone 4 lange hält, dann ist natürlich irgendwann das Laktat in den Beinen und dann war's das. Ja. Ja. Ja, echt Aber spannend. da bin ich zum Beispiel auch nicht gut drin, muss ich sagen. Also ich bin gar nicht der Sprinter-Typ oder der in einer hohen Herzfrequenz lange irgendwie treten kann. Ich bin echt der Ausdauertyp. Ich fahre super, also sowas wie jetzt auch München-Gardasee, die 15 Stunden da einfach mit 140, 139er Herzfrequenz und 160 Watt, die in 15 Stunden durchzutreten, super. Aber wenn ich dann da drüber gehe, merke ich relativ schnell, okay, der Puls wird nervös und das Laktat kommt langsam rein und dann Ja. fällt meine Leistung auch wirklich so ab. Mhm. Und diese großen Events, sage ich mal, jetzt auch viele machen so Atlas Mountain Race oder bis an das Nordkap. Sind das auch Sachen, die dich reizen? Ja, jein, also in aller Härte, ich würde mich jetzt gerade nicht anmelden zu diesen Rennen. Ja, nee. So sehr reizen die mich dann irgendwie auch nicht. Den einzigen, den ich ganz cool finde, ist eigentlich das Race Across Germany. Das finde ich interessant, weil viele Teile der Strecke ich da auch einfach wieder kenne und da wäre es cool, sich ab und mit den Leuten halt so ein bisschen zu messen. Aber bei den anderen, weiß ich nicht, mich holt's einfach nicht so richtig ab. Ich verstehe voll, warum es Leute machen, zu 100%. Ich kann es auch voll nachvollziehen. Aber irgendwas habe ich da, was mich bremst, zu sagen, ja komm, geh da auch mal all in und guck mal, was du da, also Sieg oder so sowieso nicht, ne, sondern was Ja. du für dich da in irgendeiner Form schaffen könntest. Weil da ist ja wieder das Gleiche, da sind Leute, die sind so unfassbar stark. Auch so ein Sebastian Trimborn, wenn der dann da das Atlas Mountain Race oder ein Rennen hat er jetzt auch gewonnen. Ah ja, wo Fritz auch dabei war, Peaks and Plains. Was der da in die Pedale haut, meine Güte, ey, das ist ja brutal. Das heißt also Sieg, Platz 1, 2, 3, alles ausgeschlossen, sondern für sich selbst. Aber da ist auch so ein bisschen der Modus, quasi nur für mich selbst könnte ich es auch fahren und einfach auf mich tracken. Also ich brauche quasi jetzt nicht andere Gegner, um mich ans Limit zu bringen. Ich kann das auch für mich selbst hinkriegen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen da der Reiz bei mir nicht so bei 100%. Ja, verstehe ich. Also bei mir ist es auch eher so, dass ich habe auch noch nie so ein Event gemacht. Es gibt ja gerade auch so Ultra-Trails oder Wander-Events, aber da versuche ich auch eigentlich immer nur gegen mich, sage ich mal, sportlich solche Touren zu machen und da irgendwie meine Grenzen zu testen. Ne? Macht mir auch am meisten Spaß. Würdest du denn auch mal das Trekking probieren? Also klassisch, wie wir das machen, wie ultraleicht wandern. Du hast ja gesagt, früher hast du auch ein bisschen gewandert oder sagst du, nee, ich bin jetzt so aufs Fahrrad fokussiert und wandern ist mir komplett zu langsam? Nee, gar nicht. Also genau, ein paar Wanderstrecken habe ich schon gemacht, so ein bisschen die Klassiker. Ich bin über 3 Wege schon auf die Zugspitze gegangen, also Höllental, Rheintal und über das Gattal. Dann Watzmann habe ich die Ostwand gemacht oder auch die Watzmann-Überschreitung bin ich schon gewandert, geklettert. Und was mich schon zum Beispiel reizt, wäre einmal in Chamonix um den Mont Blanc zu wandern. Das ist, glaube ich, eine 5-6 Tages-Rundwanderung, Rundwanderweg. Das finde ich schon auch auf jeden Fall da spannend, weil man einfach da natürlich in dem Fall schon noch mal tiefer in die Natur kommt als mit dem Fahrrad. Ja. Das stimmt, das ist manchmal echt ein Vorteil. Ne? Also, dass man halt manche Trails kannst du einfach nicht fahren und da nur eben wandern. Ne? Man könnte sie vielleicht tragen, aber das ist ja dann irgendwie auch Quatsch. Also ich gehe ja nicht auf einen Wandertrack, um dann mein Fahrrad 90% zu tragen. Das ist ja dann irgendwie. So wie du, Sebastian, am Strand an der Ostsee. Das Klapprad war erstaunlich schwer, das Stahlklapprad zu tragen über den Strand. Ja, ich habe tatsächlich, wir haben so viel gefragt jetzt, richtiger Fragenhagel hier auf dich. Ich gucke auch auf die Uhr, unglaublich, dass wir schon über eine Stunde jetzt hier tatsächlich aufnehmen. Bastian, ich denke mal, wir werden deinen YouTube-Kanal verlinken. Auf deiner Website gibt es da auch so ein bisschen was vielleicht an Ausrüstung, wenn die Leute sich vielleicht, wenn die sagen, ey, das klingt cool, was er macht, ich würde mich so ein bisschen mal daran orientieren, an der Ausrüstung. Gibt es auf deiner Website irgendwie was, wo die Leute auch mal es gibt schauen einen können? Ausrüstungstab, habe ich eigentlich alle meine Sachen verlinkt, kann man draufklicken. Ja, ich weiß nicht, ob es rein rechtlich wichtig ist, deswegen sage ich es einmal, sind Affiliate-Links, heißt, ihr zahlt nicht mehr, ich kriege eine kleine Provision, wenn dann quasi über den Link was gekauft werden sollte. Ja, packen wir alles gerne mal unten in die Beschreibung rein, inklusive Tourvideo.
Ja, von meiner Seite gibt's nicht mehr. Sebastian, hast du noch eine abschließende Frage oder Bastian, irgendwas, was du noch teilen möchtest? Ach, ich tatsächlich nicht. Ich finde immer die Botschaft schön, die sage ich immer in meinen Videos so, macht euch einfach keinen Druck, nehmt euch kleine Abenteuer zu Beginn vor, damit wächst man und dann raus mit euch, so egal ob es jetzt das Trekking oder das Radfahren ist. Deswegen empfehle ich es auch so stark. Auf all meinen Touren habe ich so viele tolle Erfahrungen gemacht und mit diesen Erfahrungen wächst man halt auch irgendwie und ich glaube, da macht man einfach nichts falsch. Sehr schönes Schlusswort. Genau, da kann ich nichts hinzufügen. Genial. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Wir werden weiter auf jeden Fall deine Touren mal verfolgen, was da noch in Zukunft so kommt. Und wenn du mal Langeweile hast, bist du natürlich hier herzlich nochmal eingeladen und kannst von deinen zukünftigen Touren mal vielleicht noch mehr im Detail berichten. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Alles klar. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.